Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zuschauerfragen, Folge Nummer 9. Und ja, ich gebe mal kurz das Wort an Simon und Robert ab und dann legen wir schon mit den ersten Fragen los. Ja, spannende Fragen, die hier eingegangen sind und ja, ich freue mich drauf, da zu antworten und viel Spaß euch. Ja, dann bleibt mir auch noch euch viel Spaß zu wünschen. Vielen Dank für die coolen Fragen, die hier immer reinkommen. Heute ist übrigens, falls ihr mich ja gehört habt, Robert hat es auch nicht gesagt, heute ist der 10.04.2025. Dann lasst uns loslegen. Viel Spaß. Ja, die erste Frage kommt von Frank Meyer. Muss man die Jungen zweimal impfen? Boah, jein. Also müssen tut man grundsätzlich gar nichts. Ich selbst impfe meine Jungtauben zweimal mit dem RP-Impfstoff, also gegen das Rotavirus und Paramixe und bin damit sehr zufrieden. Also grundsätzlich richte ich mich da auch nach den Empfehlungen vom Tierarzt und ja, mein Tierarzt, wie viele andere sicherlich auch, sagen zweimal impfen. Einmal ja, nach 4 Wochen ungefähr, wenn die Jungtauben abgesetzt werden und dann 3 bis 4 Wochen später das zweite Mal. Ja, also ich impfe auch nur mit dem RP-Impfstoff. Simon, ich weiß, ihr handhabt das ein bisschen anders. Mhm. Also, die Frage ist eine sehr spannende und eine hochdiskutierte Frage in der Züchterschaft, ist ja die Frage nach dem Impfschema praktisch. Ähm, Die Frage war jetzt speziell, muss man zweimal impfen? Man muss, Robert, ich möchte dir kurz widersprechen, man muss doch gegen Paramyxe auf jeden Fall impfen. Das ist ja unsere Pflichtimpfung. Also die muss er mindestens, also er muss mindestens jede Reisetaube einmal im Jahr gegen Paramyxe impfen. Und den kann man auch als Single-Impfstoff impfen. Das muss bei uns in der Züchterschaft, bei den Brieftaubenzüchtern, wenn man an einer Reise teilnehmen will, wenn man Tauben ausstellen will, verschicken will, immer. Und auch wenn man sie verkaufen möchte übrigens, dass das muss. So, und jetzt kommt alles, was kann dazu. Ne? Ich glaube, die Frage hat sich auch speziell auf den RP-Impfstoff konzentriert. Wir impfen einmal roter Virus Paramyxovirose, also einmal den RP-Impfstoff in etwa, machen wir auch ein bisschen anders als viele anderen, in etwa 1 bis 2, manchmal 3 Wochen nach dem Absetzen. Ich habe es lieber, wenn die Jungtauben nach dem Absetzen nochmal im Schlag ankommen können, ein bisschen gut gedeihen, fressen, saufen können alleine und wenn sie halt noch ein bisschen robuster sind, dann kriegen sie die RP-Spritze und beim zweiten Mal kriegen sie dann Kombi-Impfstoff PAH, Paramyxoadenoherpes. So, und dann sind wir erstmal mit der Paramyxo-Impfung durch. Das haben wir zweimal gemacht. Also zweimal Paramyxo-Kombi und dann impfen wir die Jungtauben meistens nochmal gegen Pocken und gegen Salmonellen. Aber das dann erst später, kurz bevor wir sie anfangen zu trainieren, so im Juni, Juli. So, also dann haben sie praktisch 4 Spritzen bekommen bei uns, die Jungen. RP, PAH, Salmonellen, Pocken. So. Ich weiß, dass wir Hm. letztes Jahr, glaube ich, mal sehr ausführlich über euer Impfschema gesprochen haben. Ich weiß nur nicht, ob wir da so eine Sonderfolge gemacht haben oder ob das in einer normalen Folge war. Ich müsste Ja. mal schauen, aber ja, so hatte ich es auch in Erinnerung, dass ihr da so in der Art euer Impfschema ist. Mhm. Ja, also muss jeder für sich selbst entscheiden. Ja, du hast es jetzt eben anders entschieden als die Empfehlung vom Tierarzt, Simon, und Robert macht es eben so, wie es der Tierarzt empfiehlt, mal mit dem RP-Impfstoff. Darum geht es ja. Ja. Und nochmal als Ergänzung, also mit dem Paramyxa hat Simon natürlich völlig recht, das muss man machen, aber direkt speziell diesen RP-Impfstoff, das muss man ja nicht unbedingt machen. Also Nee, RP genau. ist ja wirklich für Jungtauben speziell eigentlich. Es gibt ja auch noch den Impfstoff als separate Impfung, nur Mhm. Paramyxovirose. Und aber hier ging es ja vor allem darum, der Jungtaubenkrankheit vorzubeugen. Und da sollte man dann schon, also nach meiner Erfahrung her, die Tauben impfen. Es gibt aber immer noch Züchter, die nicht mit dem RP-Impfstoff impfen, sondern das dann auch in Kauf nehmen, sage ich jetzt einfach mal, die Jungtaubenkrankheit zu bekommen. Das gibt's ja immer noch. Ja. Ähm, Ich möchte vielleicht mal erklären, warum wir nicht zweimal RP impfen.
Wir haben es 2022 gemacht, dass wir nach der Empfehlung zweimal die Jungtauben RP geimpft haben und ja, mussten die Reise oder haben die Reise nach dem ersten Jungtierflug abgebrochen, weil wir nicht oder zunächst nicht erklärbare Verluste zu verzeichnen hatten. Und dann kamen die Jungtauben nach dem Preisflug und dann haben einige wenige, das waren vielleicht 3, 4, höchstens 5 Tauben, die sich dann übergeben haben und dünnen Kot hatten. Und dann wussten wir, aha, die haben Jungtierkrankheit und blieben wahrscheinlich deshalb schon länger aus, hatten aber die klassischen Symptome nicht. Und ich möchte jetzt nochmal sagen, wir impfen deshalb einmal nur RP, weil ich gar keine Angst habe davor, dass die Jungtaubenkrankheit ausbricht, weil wenn sie bei uns ausbricht, haben wir schon viele Jahre mit Erfahrung, sag ich mal, dann werden die Jungtauben zwischen 5 und 10 Tage in etwa geschont. So lange brauchen sie dann, um die Viruserkrankung auszukurieren. Und dann kann man sie ja wieder setzen und spielen. Ich meine, ungünstigerweise würde das unmittelbar vor der Reise oder mit dem Start der Reise ausbrechen. Aber wenn es so wäre, wäre es halt so. Dann setzt man halt aus. Ähm, aber, oder Und ich sehe halt, wenn sie die Jungtierkrankheit haben. Und einmal RP, weil ich davon ausgehe, dass sie dann nicht sterben, wenn sie einmal gegen RP geimpft wurden. So einfach. Ja. Und ich möchte halt nicht latent kranke Tauben setzen, die so latent krank sind, dass ich es nicht erkennen kann, dass sie krank sind. Sondern dann soll es ausbrechen und gut ist. Ja, eine Frage, über die man stundenlang reden kann. Jeder muss dann Ja. auch für sich selber das dann entscheiden, ob er jetzt einmal impft oder ob er gar nicht gegen die Jungtaubenkrankheit impft. Es gibt ja auch welche, die sagen, sie wollen das nicht impfen, weil sie eben das auch sehen wollen. Hm. Ja, muss jeder für sich selber entscheiden. Ich würde sagen, wir kommen zur nächsten Frage. Und wenn da Ergänzungen sind zur Frage, einfach in die Kommentare schreiben. Dann versuchen wir das bei der nächsten Folge nochmal zu erörtern. Genau. Zur nächsten Frage von Flights. Und wieso beim Absetzen nicht gleich ein Kennzeichnungsring mit Telefonnummer auf dem anderen Fuß? Das war das Video, da hat Robert die Jungtauben abgesetzt. Ja. Genau, ja, ich kann mich an die Frage auch gut erinnern. Ich hatte es auch direkt dann in den Kommentaren beantwortet. Ja, bei mir ist es auf jeden Fall so, dass bei mir keine Jungtaube den Schlag ohne Telefonring verlässt. Also mir ist das wichtig, dass wenn Privatpersonen Tauben finden, auch vielleicht auch aus der Nachbarschaft oder aus dem Nachbardorf, dass die Taube melden können und dass ich mir die wieder abholen kann. Und von daher, ja, also bevor eine Taube mir den Schlag verlässt, hat sie definitiv einen Telefonring um. Ja, Simon, bei euch ist ähnlich oder? Ja, im Prinzip ist es genauso. Also ich finde auch, wenn eine Frau Freiflug genießen darf, sollte sie auch eine Telefonnummer am Fuß haben. Sei es jetzt als Aufkleber auf dem Unicorn-Ring oder als Clipsring mit der Telefonnummer drauf. Völlig richtig, wenn die Taube irgendwo gefunden wird, sich verfliegt oder sonst was oder vom Greifvogel vertrieben wird oder auch vom Greifvogel gefressen wird und dann aufgefunden wird, wäre halt Ja. gut, dass man anrufen kann. So, wir nutzen die Telefonringe auch als Markierung. Die geimpften Tauben haben bei uns dann einen Ring um. So, das kann mal sein, dass 1, 2 Tage oder vielleicht noch höchstens eine Woche dann auch mal eine Taube, eigentlich ist aber auch nicht so, eine Taube ohne Ring draußen ist, aber eigentlich achten wir drauf, dass so wie die draußen sind, einen Ring drauf haben. Es kann nur ausnahmsweise mal sein, aber generell hast du recht. Und erst recht, wenn die Tauben trainiert werden, Strecke, dann müssten sie erst recht einen Telefonring aufhaben. Und von daher ist das schon, ja, wie soll man sagen, sollte eine Verantwortung von uns Züchtern sein, einfach die Tauben vernünftig zu markieren. Ja. Mhm. Ja, jetzt haben wir von Molitor Michael noch eine Frage. Die hast du auch schon schriftlich beantwortet, Simon. Es geht um die Luftröhrenschlitz. Sollte der Eingang zur Luftröhre dann rund oder oval sein? Oder ist es nur die vordere oder Hinterstellung der Luftröhre interessant? Ist der Gaumenspalt so breit wie ein Haar oder ist er weiter offen?
Ja, also ich würde die Frage auch an dich weitergeben, Simon. Ich habe mich da nicht so intensiv befasst mit dem Ja. Thema. Robert, vielleicht liest du mal die Antwort vor, die ich da gegeben habe, dann können wir so stehen Ja, die lassen. Antwort von Simon war, der Eingang zur Luftröhre sollte oval sein. Die Mhm. Gaumenspalte ist dünn wie ein Haar. Oftmals sieht es auf den ersten Blick aus, als wäre es zusammengewachsen. Mhm. Ja, ich glaube, also da würde ich gar nichts zu ergänzen. So ist es. So wie ich da das geschrieben habe, sehe ich es. Also ich habe ja auch bloß die Theorie so ein bisschen übernommen und weiß ja nicht, ob ich sie verstanden habe von Steer, aber so jedenfalls ist es, wie Steer mir erklärt hat und wie es die Literatur mir gesagt hat, wie ich es verstanden habe. Aber Ja. dieses Jahr dokumentierst du das schon ein bisschen, ne? Du hast ja gesagt, zum Ende des Jahres wolltest du dann da nochmal genauer schauen, wie die Tauben dann geflogen sind und wie die Theorie funktioniert hat in der Praxis. Ja, ich mache es auf jeden Fall bei den One-Off-Tauben, dokumentiere ich es. Und ich gucke jetzt schon bei den Reisetauben und Jungtauben, die wir so absetzen, rein und mache mir Notizen, wenn es ganz auffällig schlecht oder gut ist. Aber eigentlich ist es fast immer auffällig gut. Da mache ich weniger Notizen, ich mache mir schon mal eine Notiz, wenn es auffällig schlecht aussieht. Hm. Und Ja. Robert, du hast gerade eben gesagt, du hast dich damit nicht beschäftigt, nicht weiter. Nee. Nee. Da bin ich gespannt. Dann zur nächsten Frage. Dann von Christian Kiel. Dann stelle ich jetzt mal an Robert und Simon eine Frage. Was zeichnet einen guten Züchter denn aus? Punkt. Eine schöne Frage, eine spannende Frage. Ist, glaube ich, auch gar nicht so einfach und direkt zu beantworten. Ich sage jetzt einfach mal, für mich ist es wichtig, dass ein Züchter Disziplin hat. Disziplin und Fleiß. Also grundsätzlich ist so, dass der Züchter ja für alles verantwortlich ist, was auf den Schlag passiert. Und da braucht er auch schon ein gewisses Engagement, Schlagmanagement und sowas. Aber auf jeden Fall muss der Züchter sein System verfolgen. Also, wie soll ich das sagen? Du bist halt für alles wirklich selber verantwortlich. Also du musst deinen Arsch hochkriegen und die Tauben impfen, die Tauben trainieren, die Tauben jeden Tag füttern, die Tauben am Haus fliegen lassen, du musst die Tauben verpaaren. Also du musst halt dein System auch wirklich durchführen. Und da gehört natürlich ein bisschen Erfahrung auch dazu. Also man lernt ja im Laufe seiner Taubenzüchterkarriere dazu, muss halt aus den Fehlern lernen und am Ende macht ein Züchter halt aus, dass er weniger Fehler macht als die Konkurrenz. Ja, vielleicht mal so ganz grob. Simon, sag du mal kurz so deine Gedanken. Also kann ich mit allem 100% mitgehen, Robert. Ich könnte da wenig ergänzen. Oder doch, ergänzen kann man natürlich immer was. Eine Ergänzung wäre, die mir jetzt so einfällt, dass auch eine gewisse Tierliebe einen guten Züchter ausmacht. Die Liebe zum Tier, die bei uns ja auch ganz wichtig ist und eine große Rolle spielt. Ohne der Liebe zum Tier, möchte ich auch sagen, wird man ja gar nicht erst zum Züchter oder wird man sich gar nicht erst für Tauben interessieren. Also das ist als Grundbaustein und Grundtonus, Hintergrund, Musik, sagt man, die immer mitschwingen sollte, die Liebe zum Tier. Ja. Ja, und dann, vergleiche doch immer mit einer großen Firma. Große und erfolgreiche Firmen haben ja auch gut funktionierende Qualitätsmanagementsysteme. Und Qualitätsmanagement besagt, dass oder ein gutes Qualitätsmanagement in einer Firma sagt, dass die Prozesse möglichst immer gleich ablaufen und Prozesse aber auch in der Entwicklung immer optimiert werden. Und so ähnlich könnte man auch als guter Züchter versuchen zu ticken. Dinge, die gut funktionieren, immer wiederholen. Die Weisheit habe ich übrigens von Hans-Paul Esser gelernt. Die hat er mir ganz oft, sagt er ganz oft. Also Dinge, die gut funktionieren, auch immer wieder wiederholen und optimieren. So. Ja. Also so wurde ich es jetzt auch, hast du auch nochmal schön zusammengefasst. Ich finde es auch, dass mit der Tierliebe sehr wichtig. Also man braucht auch so ein Gefühl und so ein Gespür für die Tiere. Wenn ich bei mir auf den Schlag gehe, ich
ich muss nicht den ganzen Tag auf dem Schlag sein, aber ich sehe sofort, wenn es einer Taube nicht gut geht. Also das ist auch so eine gewisse Beobachtungsgabe, die man hat und die man vielleicht auch schwer erlernen kann. Weiß ich jetzt nicht, ist vielleicht ähnlich wie beim Fußball, dass man auch so ein gewisses Talent hat oder man hat es halt nicht. Und das finde ich eben auch ganz wichtig, dieses Beobachten können. Und ja, aber grundsätzlich, wie gesagt, der Züchter muss wissen, dass er für alles verantwortlich ist. Er ist für den Taubenschlag zuständig, er ist für die guten Tauben zuständig. Er ist, wenn ich es ganz auf die Spitze treiben will, ist er sogar für den Standort seines Taubenschlags zuständig. Also wenn es immer heißt, ja, ich habe eine schlechte Lage, dann muss der Züchter halt umziehen. Also jetzt mal ganz übertrieben. Ja, aber der Züchter ist letztendlich dafür zuständig. Ja. Ich habe jetzt einen Artikel gelesen, in der Püttmann-Zeitung war es, oder angefangen zu lesen, vom Verkerk. Also die sind auch umgezogen. Die sind halt auch Vollblut-Taubenzüchter, also die niederländische Schlaggemeinschaft Verkerk. Und die hatten an dem einen Standort wohl Stress mit den Nachbarn und dann sind die umgezogen. Also Dann Ja, habe ich auch man schon kann- öfter gehört, dass Züchter umgezogen sind aufgrund des Nachbarn. ja, Also aufgrund der Lage habe ich es noch nicht gehört. Wäre interessant mal zu hören, wer das gemacht hat, aufgrund von der Lage umzuziehen. Ich meine, wenn die Reiserichtung sich ändert, müsste man wahrscheinlich dann wieder umziehen. ja, das war jetzt wirklich ein bisschen übertrieben und auf die Ja. Spitze getrieben, aber ich wollte mir nur sagen, der Züchter ist auch irgendwo dafür mit verantwortlich. Ich glaube, Harry Tamsen hatte das damals mal gemacht. Der ist doch mal, ich weiß nicht, ob er nach Belgien gezogen ist, der hatte doch mal eine Zeit lang in Belgien gespielt, glaube ich. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, aber das nur am Rande. Genau. Also, ich habe schon hin und wieder gehört, dass wenn Züchter sowieso umziehen wollten und umgezogen sind, dass sie dann schon geguckt haben, wo ziehen sie hin, dass sie mit der Lage gut oder Ja. mit dem Schlag gut liegen. Würde also ich auch so machen und jeder andere auch. Klar, Ja. wenn man in irgendeine Region zieht und da Tauben spielen möchte, guckt man schon mal, da kommt es ja vielleicht auf 5 oder 10 Kilometer auch gar nicht an, wo dann das Grundstück ausgewählt wird. Ja. Mhm. Gar nicht so einfach zu beantworten. Ja. Doch, ich habe eine einfache Antwort. Alles. Alles. Ich finde also wenn man es kurz machen will, auf jeden Fall sollte man eine Leidenschaft für Tauben mitbringen und eben, ja, sich um die Tauben kümmern. Zur nächsten Frage von Sven Zimmermann. Das Thema Zukauf für die Zucht. Mir fällt es immer wieder auf, dass sich so gut wie alle Tauben für die Zucht kaufen, aber selten wird was dazugeholt zum Reisen. Wie handhabt ihr das? Also ich kaufe mir auch lieber eine hoffnungsvolle Taube für einen Zuchtschlag, als dass ich mir jetzt viele Tauben so zum Reisen dazu hole. Aber einfach mit dem Hintergrund, ich habe einen relativ kleinen Jungtierschlag oder allgemein einen relativ kleinen Bestand und möchte eben gerne auch aus meinen Zuchttauben züchten. Und klar, man holt sich ab und zu mal 1, 2 Tauben dazu und oftmals sind das auch gute Tauben, also die dann erfolgreich fliegen. Ja, aber grundsätzlich ziehe ich lieber aus den Zuchttauben. Ist eben auch eine finanzielle Frage. Also wenn ich irgendwo Tauben kaufen muss, dann sind die ja heutzutage auch relativ teuer. Und ob ich die dann unbedingt spielen will, ist so die andere Frage. Oder ich tausche halt mit anderen Züchtern. Das funktioniert auch. Ich glaube, das machen auch viel die Niederländer und die Belgier, die dann so untereinander Tauben tauschen und mit den Tauben dann sogar lieber reisen, als die auf den Zuchtschlag zu setzen. Und wenn das erfolgreiche Tauben sind, dann kann man sie immer noch auf den Zuchtschlag setzen. Aber ich persönlich, ich investiere halt lieber in eine gute oder hoffnungsvolle Zuchttaube, bin auch ein bisschen stolz drauf, wenn ich dann eine Taube mit einer super Abstammung bei mir auf dem Zuchtschlag sitzen habe und hätte natürlich auch Angst, ja, wenn ich da viel Geld investiert habe, die Taube da zu verlieren am Haus, auf den Wettflügen, wie auch immer. Ja, ich glaube, das ist so mein Standpunkt. Simon, bei euch? Ich finde es, also ich sehe es komplett getrennt voneinander. Absolut. Das eine ist der Zukauf für den Zuchtschlag.
das sind Tauben, ja, in der Regel von toller Abstammung. Auf jeden Fall gefällt mir dann so eine Taube in der Hand super. Und die kosten auch oftmals richtig Geld. Das andere ist Tauben für die Reise, Jungtauben. Zu einer Zeit, wo auch gar nicht so viel angeboten wird wie im Herbst zum Kaufen, weil jeder erstmal auch für sich selbst ja Junge ziehen möchte und muss, um die zu schicken, zu spielen. Und da ist auch gar kein Aber dabei, ist einfach so. Und jetzt komme ich mal zu uns. Also wir haben in diesem Jahr mindestens 20 Jungtauben von anderen Züchtern. Immer 10, vielleicht sogar 12, glaube ich, sind es sogar von Alfred Berger. Machen wir seit über 10 Jahren jedes Jahr. Dass wir von Alfred so 10, 12, 13 Jungtauben bei uns in die Reisemannschaft nehmen. Und das andere ist, da haben wir mit Jörg Binge. Schöne Grüße, wenn er zuhört. Ich weiß ja nicht, Jörg, ob du unseren konzertierten Podcast guckst. Mit Jörg Binge haben wir früher schon mal gemacht und machen wir jetzt seit 3 Jahren wieder 10 Junge zu tauschen. Und ich finde es einfach, sowas macht Spaß, finde ich, weil ich sehe, dass woanders Tauben von uns gut fliegen und habe auch gerne mal andere Tauben in unserer Jugendmannschaft, die wir auch spielen. So, ja, und die sind halt dann entweder getauscht oder die sind auch viel günstiger, so eine Jugendtaube zum Spielen, weil man kann ja gar nicht so viel da. Wir haben auch schon mit Oliver Fuchs, SG Fuchs und Wolf, Tauben getauscht. Da flog letztes Jahr einer von uns, das war sogar ein Sohn vom 83, von einem Gentleman, im zweiten National. Also, das macht mir als Züchter noch total große Freude, zu hören, wie von uns gezüchtete Tauben woanders super fliegen, ja. Wir geben auch viele Jungtauben oder relativ viele Jungtauben ab, also verkaufen auch welche zum Reisen, dass andere Züchter damit spielen. Und ja, das Feedback zu kriegen, ist auch immer wieder schön. Also ich sehe das nicht problematisch und ich sehe, das sind völlig unterschiedliche Dinge. So. Und ich sehe es auch so, dass es doch viel praktiziert wird. Sowohl zum einen der Tausch, Robert, und zum anderen natürlich, oder anderes Beispiel noch, Taubenmarkt Lier. Ey, wie oft bin ich als Bengel und als Jugendlicher und noch als junger Erwachsener nach Lier gefahren und habe mir da 3 bis 5 Junge aus den Kisten rausgesammelt. Das wird ja auch jeder noch kennen. Ist ja immer noch so, dass es so ist. Ne, vom Taubenmarkt, ich meine, da ist niemals eine richtig gute, bei uns war jedenfalls so eine richtig gute Reise darüber rausgekommen. Die waren dann immer irgendwann, sind sie auf der Reise ausgeblieben. Aber in der Jungreise war das cool, irgendein Farbkleckser mit drin, mal einen schwarzen, mal einen roten, mal einen weißen da zu haben. Ja, ich finde es halt auch, belebt auch den Brieftaubensport und uns Züchter selbst, ja, wenn man mal eine andere dabei ist im Schwarm. Ja, mit Lear möchte ich noch mal ganz kurz ergänzen. Ich denke, Christoph Smolis ist vielen Begriff und der hatte von Lear mal ja, letztes Jahr eine richtig gute mitgenommen, oder vor 2 Jahren dann schon. Die Belgierin heißt die Taube und die hat richtig stark geflogen. Also da kann man auch echt Glück haben. Und nochmal, ich meine, gut, Belgien, Holland, so die Züchter sind dann oftmals schon zeitiger fertig auch mit den Jungtauben. Wir setzen ja oft später ab. Und da ist es, wie Simon gerade schon gesagt hat, auch so ein bisschen die Qualitätsfrage. Also wenn ich mir jetzt irgendwo Junge geholt hätte, ich glaube nicht, dass ich da aus der ersten Reihe was für mich zum Reisen bekommen hätte. Es sei denn, man tauscht. Also wenn man wirklich untereinander so unter Taubenfreunden so tauscht, dann mag das so sein. Also wenn ich höre, Simon aus dem 83 bei der SG Fuchs und Wolf, das sind ja auch deine besten Tauben mit, dann mag das sein. Aber ansonsten, wenn ich mir irgendwo Tauben kaufe oder selbst, ich meine, ich mache das auch, ich gebe auch Tauben ab, wo Züchter damit reisen können. Aber das sind nicht aus meiner, ich sag mal, direkt ersten Reihe. Also so ehrlich muss ich dann schon sein, weil ich die Tauben wirklich für mich selber behalten möchte. Ja. Und von daher ist es natürlich schwierig, jetzt die beste Qualität zu bekommen. Und trotzdem kann man damit auch erfolgreich sein. Man kann ja auch aus den Witwern zum Beispiel sich auch Eier holen, wenn man das möchte, bei verschiedenen Züchtern. Das gibt's ja auch. Und dann mit den Jungtauben bei sich dann spielen. Ja, also
Möglichkeiten gibt es schon, aber am Ende ist es schon so, wie Simon sagt, es sind 2 Paar Schuhe. Also ich habe auch einmal wirklich lieber die Reisetauben, also meine Jungtauben, wo ich vielleicht mal ein paar tausche mit anderen Züchtern, aber grundsätzlich will ich doch aus meinen Zuchttauben ziehen und züchten und wo man eben ja auch ein bisschen Hoffnung und Geld investiert hat und die dann eben meistens auch angeboten werden, wenn die Tauben schon älter sind. Also oftmals holt man sich ja auch im Herbst Tauben dazu nach der Saison und die kann man ja dann eh nicht schicken oder spielen. Ich möchte vielleicht nochmal vielleicht eine bisschen längerfristige Strategie als das reine Kaufen und Ausprobieren euch ans Herz legen. Wenn man jetzt, der Taubensport ist ja sehr langfristig zu planen. Und wenn man jetzt überlegt, sich für die Zucht Tauben zu holen, bei einem bestimmten Züchter in der Zucht zu verstärken, dann kann man ja auch zu diesem Züchter gehen und im Vorfeld, im Frühjahr vereinbaren, dass man 5, 6 Junge bekommt von ihm, die man erstmal spielt und schickt, um überhaupt erstmal zu gucken, ob diese Taubensorte von diesem Züchter zu einem passen. Ich meine, das ist ein bisschen längerfristig gedacht, hat vielleicht auch noch mal was mit einer zusätzlichen Investition was zu tun. Aber wenn man es so richtig nachhaltig und ausprobieren möchte, dann kann man sich auch sagen, okay, hier die 6 Jungen von dem Züchter, die haben zu mir gar nicht gepasst. Die sind zwar vielleicht noch 3 von da, aber sind nicht gut geflogen oder gleich alle weg gewesen. Also oder die haben einem so gut gefallen und waren besser als die eigenen Jungtauben. Dann kann man sich doch von dem Züchter dann auch im Herbst auch mit Zuchttieren verstärken. Also vielleicht auch mal nur als Idee, als Gedankenspiel von mir jetzt drin geworfen. Ja, so. Punkt. Nächste Frage. Ja, es lassen sich ja auch Würde ich viele sagen, Züchter darauf ein, dass man woanders die Tauben reißt. Man nennt es ja immer Vierjahrschlag. Ich glaube, das ist für viele immer auch eine tolle Sache. Also, ja. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Die war jetzt sehr ausführlich. Es geht um das Video von Robert. Da hat er den Taubenschlag mit Einstreu ausgelegt. Und da kam die Frage auf Englisch: Can it be harmful to the pigeons when they fly inside the pigeons? Also ich würde das jetzt so übersetzen, ob es schädlich sein kann, wenn die Tauben sich da auf diesem Einstreu irgendwie wälzen oder. Mhm. Ja, das kann ich jetzt so gar nicht beantworten. Also bei mir ist es so, dass ich hier Roste in meinem Taubenschlag habe und die sind 30 Zentimeter nochmal über dem Fußboden und somit über dem Bodenbelag, sodass die Tauben mit dem Belag gar nicht in Berührung kommen und auch kaum eine Staubentwicklung ist, wenn die Tauben dort fliegen. Und von daher bei mir auf dem Schlag spielt es keine Rolle. Also dort ist es nicht schädlich. Ich weiß nicht, wie es jetzt wäre, wenn die Tauben jetzt nur auf diesen Corals sitzen würden, ob das irgendwas ausmachen würde, kann ich jetzt nicht sagen. Also es riecht sehr angenehm, das muss ich sagen. Und wenn man den Sack dort aufmacht, weiß nicht, wer das kennt, diese Bodencorals, die riechen sehr angenehm. Und wenn man es ausschüttet, entsteht auch Staub. Also das ist auch so. Und von daher weiß ich nie, wenn die Tauben jetzt direkt mit den Corals in Berührung kommen, ob das irgendwas ausmacht. Aber bei mir, ich habe es 30 Zentimeter durch die Bodenroste dann nochmal vom Boden entfernt oder von den Tauben entfernt und da spielt es keine Rolle. Also da passiert nichts. Zusatzfrage: Wie oft wird der Einstreu gewechselt? Ich wechsle 2-mal im Jahr. Also einmal direkt vor der Saison, dann mache ich ja nochmal eine Grundreinigung, wie es jetzt in dem Video auch zu sehen ist. Da wasche ich den Schlag nochmal aus und saug alles ordentlich aus und dann kommt neue Einstreu rein und dann nach der Saison, also eigentlich nach der Mauser dann das 2. Mal. Und mehr ist dann nicht. Also einmal vorm Winter und einmal nach dem Winter sozusagen. Ja. Simon. Ja, bei euch ist das nicht so, Simon, ne? Ihr habt. Wir haben schon im Gang auch so ein Einstreu, Anti-Kock. Ja. Aber generell, sonst haben wir direkt von den Zellen im meisten Teil des Schlages unter den Rosten Erbsenstroh. Ja. Hin und wieder streuen wir das auch nochmal mit drunter, aber eigentlich haben wir, ja, sagen wir 80 bis 90% Erbsenstroh, darüber die Roste.
im Zuchtstach 100%. Und dann haben wir bei den Witwern im Gang nochmal unter den Rosten kein Stroh, sondern so ein bisschen so ein Einstreu. Aber ja, genauso würde ich es auch erklären, wie du gerade gesagt hast. Also, ja. Super. Das war's auch schon. Ich habe keine weiteren Fragen mehr. Das war dann Zuschauerfragen Folge Nummer 9. Möchtet ihr noch gerne was ergänzen? Nö, also wenn Unklarheiten sind, schreibt es gerne in die Kommentare, oder wenn euch jetzt in diesen Gesprächen neue Fragen auch eingefallen sind, gerne in die Kommentare schreiben, und ja, wir fassen die dann wieder zusammen und machen wieder eine Special-Zuschauerfrage. Genau. Bis dahin, bis zur nächsten Fragefolge. Alles Gute, gut Flug. Ja, gut Flug. Tschüss.